Auf einer Reichsfeier der NSDAP am Vorabend des Geburtstages des Führers. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Wenn wir uns ein ganzes Jahr durch unseren Fleiß und durch unsere Tapferkeit zum Werke des Führers bekennen, dann wollen wir uns an seinem Geburtstag einmal auch in Worten, die aus der Tiefe unserer Herzen kommen, zu seiner Person bekennen dürfen. Wünschen wollen wir ihm Gesundheit und Kraft und vor allem eine gesegnete Hand. Wissen soll er zu jeder Stunde, dass er sich auf sein Volk verlassen kann. Auch in diesem Kampfe auf Leben und Tod ist und bleibt er uns das, was er uns immer war, unser Hitler. Das Geschenk des deutschen Volkes zum Geburtstag Adolf Hitlers war ein einziges Bekenntnis der Treue zum Führer, des festen Willens zum Kampf und unbeugsamen Widerstand bis zum Sieg. In der Reichshauptstadt mit dem Wachregiment ziehen die Berliner die Straße unter den Linden entlang. In der Reichskanzlei tragen sich mit den Vertretern der diplomatischen Missionen Männer, Frauen und Jugendliche aus allen Schichten des Volkes in die Gratulationslisten ein.
Der Führer besichtigt an seinem Geburtstag eine Reihe neuer Panzerjägerwaffen und nimmt die Glückwünsche des Reichsmarschalls und der Generäle entgegen. Generalfeldmarschall Keitel, daneben Großadmiral Dönitz und der Chef des Generalstabes, Generaloberst Zeissler. Der Führer im Gespräch mit jungen Offizieren und Soldaten. Generaloberst Guderian gratuliert. Diplom-Ingenieur Sauer, Verantwortlicher für die Rüstungsendfertigung. Der Kampf an der Ostfront steht unter dem Gesetz der selbstverständlichen Treue unserer Soldaten zum Führer und der unbeirrbaren Pflichterfüllung. Im Süden der Ostfront. In erbitterten Kämpfen haben sich unsere Truppen auf ihre neuen Stellungen zurückgezogen. Für den Soldaten fügen sich auch die Absetzbewegungen ganz natürlich in den Rahmen der großen Strategie ein. In voller Ruhe und in planmäßiger Ordnung gehen die Bewegungen vor sich. Die Zivilbevölkerung in Bessarabien bleibt auch weiterhin im Schutz unserer Waffen. Diese Bilder beweisen die Verlogenheit der bolschewistischen Agitation, die vorgibt, die Sowjettruppen würden von der Bevölkerung als Befreier begrüßt. Abtransport des Materials. Diese Kompanie verlässt als letzte eine geräumte Ortschaft. Die Pioniere führen die Zerstörung aller wichtigen Anlagen durch, die den Bolschewisten nicht in die Hand fallen dürfen. In die Flanke der nachdrückenden Sowjets führen unsere Truppen immer wieder Gegenstöße. Wieder einmal treten Schlamm und Morast als zusätzliche Hindernisse auf. Tiger mit aufgesessenen Grenadieren. Am Feind, das Feuer wird eröffnet. Die Grenadiere treten zum Angriff in die Flanke des Gegners an.
Hier wird ein vorgeschobener deutscher Stützpunkt von der Luftwaffe versorgt. Mit Fallschirmen werden Munition und Verpflegung abgesetzt. Artillerie im Kampf gegen einen sowjetischen Dorfstützpunkt. Grenadiere im Angriff auf die sturmreif geschossene Ortschaft. Die feindlichen Gräben werden aufgerollt. Die Ortschaft ist in unserem Besitz. Die Fernsprechtrupps legen ihre Leitungen. Die Fallschirme, an denen die Versorgungsbehälter zur Erde schwebten, werden wieder zusammengelegt. Die vergangenen Wochen brachten harte Proben für unsere Luftabwehr und für die Widerstandskraft der deutschen Zivilbevölkerung. Fast täglich flogen starke Verbände von Feindbombern in das Reich ein, wohl immer noch in der Hoffnung, Deutschlands Willen zum Durchhalten und Zurückschlagen endlich zum Erlahmen bringen zu können. Diese Versuche haben allein im Monat März den Feind 1000 viermotorige Bomber gekostet. Eine Einflugmeldung wird weitergegeben. Einbau der automatischen Kamera in ein Jagdflugzeug. Eine Verletzung hindert ihn nicht, weiter gegen den Feind zu fliegen. Jäger starten. In den Städten zwingt der Alarm die Menschen in die Bunker und Schutzräume. In den Fabriken besetzen die Brandwachen ihre Plätze. In Krankenhäusern werden die Patienten in bombensichere Bunker gebracht. Die Feindverbände kommen näher. In einem Jagdgefechtsstand ist jede ihrer Bewegungen unter Kontrolle. Flugzeuggeräusch von Ludwig 5 nach Ludwig Kurfürst 45. Uhrzeit 40. In Toni Quelle 10 viermotorige Flugzeuge Liberator hoch mit Westkurs. Dabei viele deutsche Jäger. In Ulrich Ludwig 3 Viermod im Luftkampf mit Jägern. Unsere Jäger sind an den Feindpulk herangeführt und greifen an. Zerstörer im Anflug. Das halbe Leitwerk fehlt. Ein klarer Abschuss. Kampf über den Wolken.
Abschuss Ulrich durch Jäger. Abschuss durch Jäger. In Ulrich Richard werden 10 Fallschirmabsprünge gemeldet. Ulrich Richard 10 Fallschirmabsprünge. Brennende Trümmer von 4-motorigen. Gefangene Amerikaner. You are burned. Very dangerous. Is it painful? No, it's not painful. Your name is Philip J. Gibbons. Yes, sir. Gibbons, G-E-B-B-O-N-S. Are you wounded? Twisted ankle. Twisted ankle, but that's all. You can walk after all. Yes. Gräber gefallener Amerikaner. Rückkehr der deutschen Staffeln. Also die Abwehr war ganz toll heute. Die schossen wieder aus allen Knopflöchern, aber wir brachen dann durch und ich griff erst von links an, kam gut zum Schluss, 2 Motoren kokelten, schwamm dann nochmal hoch und ging von unten ins Ziel und hat dann prima hingehauen. Genau nochmal von hinten. Ram! Da brannte sie erst, da flogen mir Teile entgegen, Einzelteile und dann sprangen 4 Mann raus und dann ging sie brennend nach unten. Das ist unser Nachwuchs. Geschwaderkommodore Oberst Ösau erzählt uns von ihnen. Die ganz Jungen kommen von der Schule, eigentlich immer mit einer Mordsbegeisterung. Sie kommen und wollen möglichst morgen schon eingesetzt werden. Sie können es nie erwarten, bis sie das erste Mal tatsächlich nicht mehr auf die Scheibe schießen, sondern auf das, was ihnen gezeigt worden ist an Bildern und an Feindflugzeugen. Die Begeisterung dieser Jungs ist ganz groß und wir hoffen, dass sie immer so bleibt und dass wir immer mit solchen Kerlen zu tun haben, die fliegerisch auch so vorgebildet sind, dass es vollkommen ausreichend ist, wenn sie zum Kampf kommen. Natürlich ist der Weg über die Schule ein sehr langer gewesen, vor allen Dingen dann, wenn man glaubt, dass man zu spät kommt. Und in den Städten haben währenddessen auch die Jüngsten tapfer ihre Pflicht getan. Die Bunker leeren sich, die Städte kehren zu ihrem normalen Leben zurück. Am nächsten Tag nähern sich andere Feindverbände aus Italien kommend dem südostdeutschen Gebiet. Cäsar Nordpol, die Spitze. Das Ende Cäsar Richard, Kors Nordwest. Schon in Oberitalien nimmt schwere Flak die Feindverbände unter Feuer. Eine Liberator, die durch Zerstörung ihrer Benzintanks auf einem deutschen Platz zur Notlandung gezwungen ist. Zehn Mann steigen aus. Die Bomber dringen in den deutschen Alpenraum ein. Über diesem unerbittlichsten Schlachtfeld nehmen sie unsere Jäger und Zerstörer in Empfang. Viktor, fahren Sie 320, 320, Anfrage Viktor. Viktor, Viktor. Voraus feindlicher Verband, Anfrage Viktor. Motoren brennen, Fetzen fliegen. Immer neue Angriffe tragen unsere Jäger und Zerstörer schonungslos an den Feind heran.
damit! Die Bodenklappe des Bombers fällt, doch keiner springt. Denn unten wartet der weiße Tod. Feldwebel Kapstein muss dreimal bis auf Rammnähe herangehen, ehe der viermotorige endgültig erledigt ist.